Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Ich möchte mit euch einen Moment der Stille nehmen, um dein ganzes Selbst einzuladen. Vater, du bist willkommen in dem Geist, den du erschaffen hast. Du bist willkommen an dem Ort, an dem du und dein Sohn eins sind. Du bist willkommen, deinen Plan durch uns zu vollbringen, wie du ihn vollbracht hast. Und du bist eingeladen und herzlich willkommen geheißen und froh willkommen geheißen in der einzigen Wahrheit unseres eigenen Geistes, die es gibt. Okay, heute ist dieser Tag ist Wundern gewidmet, dieser Tag ist der Erfüllung deines Plans gewidmet und der Tatsache, dass wir heute ins Paradies eingehen. Dies ist also unser letzter Tag und dies ist unsere erste Stunde in der Ewigkeit. Dies ist unsere brandfrische, zeitlose Erinnerung an einen Moment, der über alle Zeit hinweg die gleiche Einladung ausgesprochen hat und dich willkommen geheißen hat. Dich willkommen geheißen hat. Okay, also alles, was wir konzeptuell denken können, hat heute ausgedient. Alles, was wir begrenzt denken, alles, was wir ohne Gott denken, hat heute ausgedient. Alles, was du bisher erfahren hast und noch erfahren wirst in Raum und Zeit, hat ausgedient. Weil wir uns verbinden. Weil wir uns für einen Augenblick verbinden und mehr braucht es nicht. Okay, wir haben es geübt. Wir haben den Moment geübt, in dem du ohne Abwehr und ohne Zeit und ohne Vergangenheit kommst. Wir haben den Augenblick geübt und praktiziert und die Lektion in unserem Geist verallgemeinern lassen, dass eine Abwehr ein törichtes Manöver ist, wenn es keine Bedrohung gibt. Okay, und genauso wie die Abwehr ist es auch der Angriff. Und hier stehen wir. Okay, wir stehen hier, wie wir uns verabredet haben. Und das sind prophetische letzte Worte, buchstäblich, deine eigenen prophetischen Worte.
in denen Prophezeiungen aufhören. Einfach aus dem Grund, weil es nichts mehr gibt, was wir uns für die Zukunft aufsparen. Also betrachte Raumzeit als das, was es war, ein Versuch nicht zu erkennen, ein Versuch, das Unvermeidliche zu vermeiden und als enorme Kraftanstrengung, die keinen Nutzen hatte. Also wenn wir uns diese Idee kommunizieren können, wenn wir uns in dieser Idee treffen können, dass du tatsächlich im Grenzland der Erlösung angekommen bist. In dem Land, wo du einfach all dein Gelerntes niederlegst und sagst, ich hab wirklich keine Ahnung. Mein Gelerntes hat mich nirgendwo hingeführt. Und jetzt trete ich in das ein, was wirklich ist. Ich trete in die Wirklichkeit ein. Ich trete in meine göttliche Substanz, meine göttliche Einheit. Ich akzeptiere die vollkommene Reinheit meines Geistes, in dem jeder eingeschlossen ist, in dem jeder eins ist. Ich akzeptiere die vollkommene Transparenz meines Geistes, auf das alles ins Licht kommen möge, sowohl der Christus als auch die Korruption. Ja, einfach weil ich nichts zu verteidigen habe, weil es keinen Angriff gibt, weil weder das Universum mich angreift, noch Gott, noch meine Mitmenschen, noch die Illusion. Der einzige Angriff, der jemals stattfand, war ein konflikthafter Gedanke in meinem Geist. Ja, die Trennung. Also, da wir nicht die Kontrolle über die Erlösung haben, da wir nicht diejenigen sind, die den Lehrplan geschrieben haben, sondern einfach nur hier sind, um ihn für uns erfüllt sein zu lassen in unserem eigenen Geist. Nimmst du deinen Platz ein unter den Erlösern? Nimmst du deinen Platz ein, der dir angestammt ist, den Platz, den Jesus für dich vorbereitet hat? Als er physisch ging, als er physisch verschwand, als einzelne Person und dann auftauchte als alle. Okay. Er sagt, lerne mich zu manifestieren. Lerne mich in jedem zu sehen. Und natürlich meinte er nicht den historischen Jesus, sondern den Christus. Das ist das, was er aufzeigt, was er nach wie vor aufzeigt. Okay, also unsere Assoziation von vergangenem Lernen und Lehren lassen wir hinter uns. Auch die vergangenen Assoziationen von Lehren für die Wahrheit. Weil wir mit einem leeren Geist kommen, mit einem offenen Geist. Weil wir in einer Bereitwilligkeit hier sind, in einer Bereitwilligkeit, die keinen Kompromiss eingeht, sondern wir uns entschieden haben,
dass trotz des Unwissens über die Richtung des Lehrplans, trotz des Unwissens über die Natur des Irrtums, trotz des Unwissens über die Natur der Heilung, unsere Entscheidung für Heilung getroffen ist. Und das lässt sich nicht mehr verändern. Diese Entscheidung lässt sich nicht noch einmal hinterfragen. Richtig, oder? Okay, wir sehen uns. Wir sehen uns. Gerade weil diese Entscheidung steht. Weil die Entscheidung steht. Zu erkennen, was wir verleugnet haben, weil es die Wahrheit ist. Man kann nur die Wahrheit verleugnen. Man kann kein Irrtum verleugnen. Okay. Okay, wir haben die Liebe verleugnet. Wir haben unsere Vollkommenheit verleugnet. Wir haben verleugnet, dass wir reiner Geist sind, dass wir Licht sind. Okay. Wir haben verleugnet, dass es nur um dich ging. Dass es die ganze Zeit nur um dich ging. Und wir haben verleugnet, dass dieses Du, um das es die ganze Zeit ging, die ganze Zeit schon vollständig war. Okay. Deswegen ist Erlösung einfach. Warum ist Erlösung einfach? Weil Gott keine Zeit braucht. Weil Gott nicht das Einverständnis der Welt braucht oder dein Einverständnis, um Gott zu sein. Okay. Er braucht nicht dein Einverständnis, um überall zu sein. Aber er braucht dein Einverständnis. Du brauchst dein eigenes Einverständnis, um es überall erkennen zu können. Okay, Vater, zeig dich uns. Ja, ich möchte jetzt erkennen, was ich verleugnet habe. Okay, erinnere dich, dass du in deinem Sehen und in deinem Denken nicht alleine bist. Du erfährst die Wirkung nicht alleine. Das, was du jetzt denkst, das, was du jetzt siehst, lehrt mich und lehrt jeden hier im Chat und lehrt das gesamte Universum. Also, was möchtest du sehen? Was möchtest du mit anderen teilen? Ja, du triffst die Entscheidung. Okay. Wenn du dich dafür entscheidest, deine Heiligkeit zu sehen, wenn du dich dafür entscheidest, deine Heilheit und Heilung und Vollkommenheit zu sehen, dann lehrst du damit mich. Dann lehrst du damit jeden hier im Chat. Dann lehrst du damit jeden im Universum. Und zwar die Wahrheit. Okay, das ist gut. Geister sind verbunden. Siehst du? Geister sind verbunden. Das ist gut. Also schau, ein simpler Akt. Es ist ein simpler Akt des Gebens. Es ist ein simpler Akt des Abwehrfallenlassens. Es ist ein simpler Akt, Verantwortung für alle deine Bilder zu übernehmen
und sie fallen zu lassen. Alle sind dabei. Also, weil du erwachst, erwachen alle. Und weil das mehr wird als einfach nur ein Konzept. Weil jeder rechtzeitig ankommt. Weil deine eigene Korruption dich nicht wirklich beeinflusst hat. Hast du alle Rechtfertigung, dein Selbst wirklich dein Selbst sein zu lassen und dich damit zu identifizieren. Du musst nichts abarbeiten. Du hast es dir schon verdient, indem du Ja gesagt hast. Ja. Indem du Ja gesagt hast, wurde dir das gesamte Universum geschenkt. Mit allen göttlichen Eigenschaften. Indem du Ja gesagt hast, wurde die Sohnschaft in deine Hände gelegt. Die Sicherheit der Sohnschaft wurde in deine Hände gelegt. Okay. Weil du als Gottes Sohn nicht versagen kannst. Diese Option gibt es nicht, weil es keine Option gibt. Okay, also dies ist der Anfang einer ganz normalen Kommunikation, einer ganz natürlichen Kommunikation, weil deine Natur unbegrenzt ist, weil dein heilig ist. Okay, also hier erwachst du zum Homo Illumina. Und weil wir geübt haben, dass deine Probleme gelöst sind, bist du konfrontiert mit dem Restprogramm, das sich darum dreht, Probleme zu lösen, erkennst die Textur dieses Programms, erkennst die Textur der Bilder, erkennst die energetische Blockade da drin und erkennst, dass es das eine Problem war, was schon gelöst wurde, die Idee der Trennung. Okay, da du im Grenzland bist, im Grenzland, wo du Illusionen ablegst und Platz für die Wahrheit machst, die dir gegeben wird, braucht es nicht das Loslassen von vielen Dingen, die Illusion sind, von vielen Illusionen, sondern nur von einer einzigen. Du musst nur von einer einzigen Lektion loslassen. Ah, okay. Ah, genau. Okay, jetzt verstehe ich dich, Antonia. Also habe eine Präferenz für das Wegfallen von Vergangenheit, habe eine Präferenz dafür, dass du ganz sein kannst.
und dass diese Welt tatsächlich nicht real ist. Habe eine Präferenz dafür. Ja, okay. Ja, kannst du die Präferenz finden? Probier es mal aus. Probier mal dein Wertesystem so zu verschieben, dass es für dich wertvoll ist, dass diese Welt nicht real ist. Du kannst es, wenn es dir nicht gefällt, kannst du deine Präferenzen wieder ändern. Okay, ich verschiebe meine Präferenz dazu, zu erkennen, dass diese Welt nicht real ist. Ich verschiebe meine Präferenz dazu, dass in meinem Geist, denn alles findet in meinem Geist statt, dass in meinem Geist an dem Ort, wo ich eine Welt aufrecht erhalten habe, mit all ihren Rechtfertigungen, mit all ihren Dingen, die ich darin tun kann, dass jetzt an diesem Ort, wo ich vormals die Welt gehalten und wertgeschätzt habe, Platz gemacht wird, vollkommen Platz gemacht wird, für etwas, was mir gegeben wird stattdessen, dass ich nicht kontrollieren muss, wo ich erkenne, dass ich Hilfe brauche, weil alles, was ich kenne, was ich mir beigebracht habe, das Aufrechterhalten von etwas ist, was nicht existiert. Und in dieser Hilfe, die ich akzeptiere, in der Hilfe, die du akzeptierst durch den Heiligen Geist, die Aufhebung dieses Mechanismus, die Aufhebung des Wirklichmachens von Problemen geschehen kann und du diesen neuen Ort, diesen neuen Platz in dir nähren kannst, indem du keine Bilder darauf schreibst. Wie machst du das? Wieder durch die Hilfe. Wieder durch die Hilfe. Du machst es nicht alleine. Du brauchst dafür Unterstützung und dafür wurde dir Unterstützung gegeben. Okay, also kannst du das finden, ja? Die Welt, die du wertgeschätzt hast, vielleicht war sie so gewohnt für dich geworden, dass du gar nicht gesehen hast, dass du sie wertschätzt. Vielleicht ist diese energetische Struktur der Welt, die du in deinem Geist aufrechterhältst, so vertraut für dich geworden, dass du nicht erkannt hast, dass du dir alles entziehst. Vielleicht war dieses Gefühl von Einsamkeit oder von vermeintlicher Neutralität so sehr dein Zuhause geworden, dass man dich darauf aufmerksam machen muss, hey, das, was du da fühlst, ist nicht neutral, das, was du dort fühlst, ist nicht vollkommenes Leben, sondern etwas, was du dir beigebracht hast, als Ersatz für Leben. Lass es fallen. Lass deine Wertschätzung in die Welt fallen. Egal welche Wertschätzung es ist. Und erkenne froh, dass du jetzt erkennst, dass du dich begrenzt hast, denn jetzt erkennst du auch, dass du eine neue Entscheidung treffen kannst. Okay, hier ist Potenzial für deine Befreiung. Danke für die Hilfe. Absolut, danke für die Hilfe. Ja. Also ich habe mich komplett geirrt. Ich habe mich komplett geirrt in dem Versuch, etwas zu präsentieren, was getrennt ist. Etwas zu präsentieren, was leidet, was Mangel erfährt. Ich habe mich geirrt in dem Versuch, mich von dir abzugrenzen, zu verteidigen, die besseren Argumente zu haben.
Aber ich habe mich nicht darin geirrt, auf die kleine Bereitwilligkeit zu vertrauen, die in unserem Treffen, hervorgehoben wird und uns gezeigt wird, dass darin, in unserer kleinen Bereitwilligkeit, sich alles eröffnet. Sich alles eröffnet. Was bedeutet, dass sich alles eröffnet? Das eröffnet sich. Also wo bin ich in meinem eigenen Geist? Bin ich in einer Ausdehnung von etwas, was ich universell teilen kann? Wenn nicht, gibt es die Hilfe. Also der Segen deiner Beziehung. Wir dürfen jubeln, danke. Der Segen unserer Beziehung ist einfach, dass wir uns geirrt haben. Das ist der Segen. Okay. Wir haben vergessen zu lachen. Wir haben vergessen zu jubeln. Okay, wir haben gedacht, dass unsere Hingabe an das Ziel, dass unsere Hingabe an die Einheit im Geist, unsere Hingabe an die Erlösung etwas mit einer weltlichen Ernsthaftigkeit zu tun hätte. Darin haben wir uns geirrt. Wir dachten, es wäre in Verbindung mit der Welt. Und haben versucht, die Welt mit in die Erlösung reinzumixen. Okay. Okay. Also wenn wir in diesen Augenblick kommen, und dieser Augenblick ist eine Konfrontation, Freude ist immer eine Konfrontation. Das Loslassen der Welt ist immer eine Konfrontation. Weil das Verständnis, das hinterherhängt, glaubt, dass darin noch etwas zu verstehen wäre. Aber was wir verstehen, was wir wirklich verstehen als unser Sein, ist, dass es hier nichts zu verstehen gibt. Und das ist Licht. Das ist das Licht deines Geistes. Das ist das Erhellen und die Poesie im Licht deines Erwachens. Das ist die Freude deiner Heimkehr. Das ist dein freudiges Erkennen, dass du tatsächlich über die Schwelle der Blockade hinausgegangen bist. Und es dämmert dir in deinem eigenen Geist, dass du wirklich aufgerufen bist, dich so sein zu lassen, wie du in Wahrheit bist. Ja, das Ausmaß davon ist mindblowing. Ja, die Größe davon ist mindblowing. Ja. Und wir sind immer noch in einer
unumstößlichen Entscheidung für die kleine Bereitwilligkeit. Die ist nach wie vor hier. Es ist nach wie vor in deinem Geist die Lektion, die du jetzt lernst, in deinem gesamten Geist sich ausdehnen zu lassen. Okay? Okay, such nicht hier. Such nicht in der Welt. Such nicht in der Form. Such nicht in den Konzepten. Sondern suche in dir. Suche in dir, in deinem Erwachen. Nach deiner Ausdehnung. Suche in dir nach deinem eigenen Ruf, dir selbst die Erlaubnis zu geben, von dieser Welt loszulassen. Von den begrenzten Beziehungen loszulassen. Ja, darauf hast du gewartet. Du hast auf dich selbst gewartet. Du hast gedacht, dass du daran festhalten musst. Dass die Lösung irgendetwas damit zu tun hat, dass sie mehr Wert hat, wenn du daran festhältst. Okay. Und wieder, wir sind nach wie vor bei der Idee, dass wir uns geirrt haben. Dem ist nicht so. Also, so schwer war es doch gar nicht. Alles, was es brauchte, war wirklich nur dich. Es brauchte wirklich nur dich. Oh. Und die Hilfe. Also wie viele Kurs im Wundern Schüler braucht es, um eine Glühbirne auszuwechseln? Wie viele Kurs im Wundern Schüler braucht es, um eine Glühbirne auszuwechseln? Oh, hoffentlich verreite ich mich nicht in etwas. 0 oder 1. Beides ist wahr. Oh, herrlich. Es braucht keinen, weil es keinen Kurs im Wundern Schüler gibt. Und es braucht genau einen, der sich neu entscheidet. Es braucht genau einen, der sich neu entscheidet. Und es braucht diesen einen, der die Lösung von seinem Bruder akzeptiert. Okay. Also Singularität ist nicht Einzahl, sondern Mehrzahl. Wenn wir Singularität sprechen, sagen wir nicht Einzahl im linearen Sinn, sondern wir sagen Mehrzahl im singulären Sinn. Ja, mein Bruder und ich sind eins mit dem Vater. Die Trinität ist eins. Die Nullzahl.
Okay, die Präferenz dafür, die Präferenz im eigenen Geist, in der Traktion, und jetzt schauen wir anders, die Präferenz im eigenen Geist, in der Traktion von Raum und Zeit, in der Dichte oder Körnigkeit oder Salzigkeit, wie Jesus es im Neuen Testament nennt, im Salz der Erde sein, die Erlösung zur Singularität zu finden. Okay, wir haben es mal radikal gelehrt mit, du musst den Schmerz spüren. Ja. Um salzig zu sein, um die Nullzahl zu sein, musst du die Verbindung, musst du den Geschmack für die Trennung haben, um sie als erlöst zu erkennen. Du musst den Bruder zulassen, um zu erkennen, dass es keinen anderen außer dir gibt. Okay. Also wenn dieses Webinar in einem Augenblick vorbei ist, wenn unser Treffen in einem Augenblick scheinbar vorbei ist, okay, und das Vorbeisein ist eine Idee, die wir abgeben können, wenn deine gegenwärtige Hingabe dir selbst gilt, dann ist das, zu dem du zurückkehrst, neu. Du kannst nämlich nicht zurück. Okay, also hier ist eine hellere Reflexion für dich, hier ist ein helleres Raumzeitkontinuum, was du deinen letzten Tag nennst, indem du anfängst zu erkennen, dass der Ort, an dem du dich befindest, ein Ort ist, an dem dir bereits alles gegeben ist, egal in welche Richtung du denkst. Egal in welche Richtung du denkst. Wenn du jeden Gedanken, den du denkst, als vollkommenen Gedanken akzeptierst und nicht in Zweifel ziehst, wird dir da die Vollkommenheit deines Gedankens wiedergespiegelt. Es muss so sein, weil du dich daran erinnern sollst, dass du göttlich bist. Okay, also wenn du denkst, okay, heutiger Tag, denke, heutiger Tag, dies ist eine vollkommene Idee. Dies ist eine vollkommene Idee. Du brauchst sie nicht anzweifeln. Sicherheit und Gewissheit ist dein Geburtsrecht, ist dein Schöpfungsrecht. Dieser Tag reflektiert diese Tatsache. Okay, damit geh in den Tag, sei göttlich und heilig und segne jeden, den du begegnest. Okay, wenn du Hilfe brauchst, bitte um Hilfe. Also ihr Lieben, danke für eure Geduld. Danke Hannelore, Gisela, Elvira, Elke, Peter, Ingeborg, Bettina. Danke an Helga und auch an Anke, Antonia. Danke an dich, Bärbel, Yvonne, Wolfgang, Sascha, hi, schön, dass du reingeschaut hast. Monika, Saro, Andrea, Gabriele, Susanne, Dankeschön. Renate, danke. Anke, Christiane und Heide. Wir sehen uns in einem Augenblick von Kommunikation, von vollständiger Hingabe an dich als vollständige Idee. Okay? In deinem Tag gibt es keinen Zweifel. Den hast du entfernt. Okay, gut. Wir sehen uns. Danke für den Frieden. Danke für die Freude, auf dass es sich weiter ausdehnt. Herzlichen Dank. Bis gleich. Ich segne euch. Danke, Vater, für meine mächtigen Gefährten.